Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir sind zusammen wieder auf Römerpfaden im Odenwald unterwegs. Um genau zu sein, von Moosbach nach Neckarburgen heute. Genau, auf dem Jupiterweg ist unser insgesamt 5. Römerpfad von 6. Ja, wir sind heute schon gelaufen, sind hier auch am Zielpunkt. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so war, würde ich sagen, bleibt dran und dann finden wir das mal zusammen raus. Der Jupiterweg beginnt in Moosbach, direkt am Stadtmuseum. Zunächst führt uns der Weg in Richtung Ortsrand. Bevor wir diesen jedoch erreichten, bog der Weg nach einer Brücke rechts ab und wir gelangten zu einer Parkanlage, dem Landesgartenschaugelände von Moosbach. Stattgefunden hat die Landesgartenschau dort 1997, was man dem Park auch hier und da ansehen mag. Wir durchquerten die Anlage in weiten Teilen. Vor dem letzten Abschnitt mussten wir uns aber wieder nach rechts halten und es ging einmal mitten durch Moosbach hindurch, eine vielbefahrene Kreuzung inklusive. Nach fast 2 Kilometern verließen wir den Ort und es ging für weitere 1,5 Kilometer fast schnurgerade auf einem Forstweg den Berg hinauf. Auf halber Strecke trafen wir auf ein römisches Steindenkmal und die Stempelstation des Weges. Den 5. Stempel eingesammelt und weiter ging es. Oder auch nicht. Tobi hatte eine Bank entdeckt. Sehr zu meinem Verdruss. Es wird dokumentiert, wer hier aufhält. Und schon wieder verhungert. Was du meinst? Brötchen ist gegessen. Frisch gestärkt ging es weiter bergan und am Ende des Anstiegs machte Tobi eine Entdeckung. Er sah ein Reh und setzte zum Spurt an. Denn das Reh wollte ja mit der Kamera eingefangen werden. Kurz danach erreichten wir die Anhöhe. Hier gab es auf jeden Fall eine sehr schöne Aussicht. Angeblich gab es hier auch mal einen Wachturm. Diesen soll man im benachbarten Feld noch erahnen können. Wir konnten ihn trotz Unterstützung von Luftbildern leider nicht entdecken. Ein wenig enttäuscht gingen wir wieder bergab und an der Kreuzung mit der Stempelstation, ihr ahnt es sicher schon, ein weiteres Mal nach rechts. Der Weg wurde wieder schmaler und führte uns durch einen Wald. Hier entdeckte Tobi auch wieder eine Jupiterbank. Der letzte Wegabschnitt führte uns am Waldrand entlang und über Felder bis nach Neckarburgen.
Kurz vor Ende des Weges wollte sich Tobi noch als Blümchenfotograf betätigen und hatte dabei allerlei Gesellschaft. Am Ziel angekommen war Tobi dann aufgrund der Nachwirkungen des nicht geplanten Wettrennens mit dem Reh so schwach, dass er nicht einmal mehr seine Stöcke halten konnte. Der Jupiterweg führt über weite Teile durch Moosbach und dort nicht zwingend immer durch die schönen Ecken. Der Anstieg danach ist recht monoton und erst nach den ersten rund 4 Kilometern wird der Weg besser. Highlights des Weges: die Aussicht in Richtung Neckarburgen, ein flinkes Reh und ein eingewachsenes Schild. Die Beschilderung war vor allem in Moosbach bzw. vor dem Park erstaunlich schwach. Das waren wir von den Römerpfaden so nicht gewohnt. Hinter Moosbach war es dann wieder in Ordnung. Ja, das war er, der Jupiterweg. Ja, Ja, und genau das, glaube ich, trifft es ganz gut. Also der Weg war im Vergleich zu den anderen, die wir bisher gelaufen sind, jetzt der schwächste. Die Wegführung relativ monoton, gut breite Wege hatten die anderen auch, aber es ging in einem Stück bergauf am Anfang, dann in einem Stück wieder bergab. Man hat recht wenig zu sehen gehabt. 2 Aussichten waren dabei. Problem ist auch so, das erste Drittel vom Weg fast braucht man ja, um aus Moosbach rauszukommen. Wobei das jetzt nicht unbedingt die schöne Altstadt ist, die man mitnimmt, sondern eher so den Ortsrand dann auch. Beschilderung war gerade am Anfang in Moosbach nicht so gut. Also so insgesamt war der Weg ein bisschen enttäuschend. Und wie die Anne gesagt hat, die anderen 4, die wir schon gelaufen sind, waren da irgendwie deutlich besser. Auch mal unabhängig jetzt von der Wegmarkierung, auch so von der Aufmachung her, mit Limes, mit Schildern zu Römern und so, das fühlte sich einfach nach mehr an und besser halt. Genau. Ja, auf dem Weg gab es im Prinzip nur die Stempelstation mit der Säule. Genau, die Und einen obligatorische Römer-Wachturm, Bank, genau. der im Prinzip gar nicht mehr sichtbar ist. Also ein Schildchen dazu. Genau, da auf dem Feld ist es. Wir haben mal geguckt, gesehen haben wir es halt nicht. Gut. Aber man kommt von A nach B. Das kommt man immerhin. Genau, zumal hier im Ort auch der nächste Römerpfad startet. Den werden wir jetzt auch gleich angehen. Aber für heute war es das hier erstmal mit dem Weg von uns. Ja. Genau. Dann hoffen wir doch, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn der Weg jetzt nicht ganz so schön war. Und dann Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. also bis dahin. Schutzding gehört aber nach oben und nicht nach unten. Der denkt jetzt, wieso gucken die mir hinterher? Warum guckt ihr uns an? Naja, warum? So,